Einen wunderschönen guten Tag und hier ist wieder euer Akatsuki. Heute mal ein etwas anderes Video und zwar, wie ihr seht, heute mal nicht mit meinem Main-Account, sondern mit meinem Twink. In dem Falle hier mein Level 1 Nasenbär, um den neuen Spielern hier mal ein kleines Tutorial zu zeigen. Und zwar würde ich mal sagen, wie fängt man hier am besten an? Das ist natürlich die Frage, wenn man hier neu auf Chronicles of Arcadia ist. Man kann natürlich auch ganz klar normal einfach die Quests beenden oder sich quasi halt normal hochleveln. Jetzt im Fall konnte ich jetzt hier beim Garlis Fatley die Quest annehmen. Das wäre jetzt in dem Falle die Aufwärmübung und müsste dann jetzt quasi hier einmal gucken, wo ich hinlaufen muss. Drücke dafür M und müsste jetzt quasi zu Alia Fanta. Apropos Fanta, schmeckt lecker. Das wollen wir natürlich nicht machen. Daher wir natürlich auch ein bisschen schneller quasi uns hier vorbewegen können. Gibt es natürlich ein paar Tipps und Tricks. Und ich habe dafür schon mal was vorbereitet. Und zwar öffnen wir einmal unser Transportbuch. Das habt ihr natürlich als Neuspieler nicht am Anfang direkt. Das müsste man dann halt auch, da müsste man vielleicht einfach auch mal ein bisschen sich rumfragen oder halt auch quasi so lange questen, bis man halt dann auch dementsprechend in die anderen Zonen kommt. Aber auch einfach mal nett im Toolchat oder Bullchat fragen. Gibt es immer einige nette Spieler, die dann dort den neuen Leuten auf jeden Fall auch helfen. Auf jeden Fall wollen wir erstmal in den Verwaltungsbezirk nach Silberquell, beziehungsweise nach Varanas, da porten wir uns einmal hin. Na, wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet, deswegen nicht wundern, ich habe auch schon ein Reittier. Das habe ich mir alles kurz mal rübergeschickt, um dieses Tutorial für euch zu machen. So, angekommen im Verwaltungsbezirk haben wir den NPC Johnny Dorker, Führer der Abenteurer. So, den wollen wir jetzt mal ansprechen. Und er gibt mir schon die Option, was könnt ihr für mich tun? Was kann er denn für uns tun? Klicken wir das mal an. Wollt ihr die Standardausrüstung erhalten und sofort auf Level 80 hochgestuft werden? Das gibt uns natürlich einen immensen Boost nach oben, den wir als neuer Spieler auch gerne annehmen möchten. Daher wir dann quasi direkt Level 80 sind und dazu natürlich noch eine Standardausrüstung bekommen. Jawohl, Sir, machen wir mal. Und bestätigen das. Zack. Da sind wir Level 80. Wunderbar. So. Was haben wir dazu zu bekommen? So, genau, richtig. Also bitte gebt mir die Ausrüstung für meine Klasse. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr jetzt quasi als, jetzt im Falle von Hexenmeister oder Magier anfangen, würdet ihr wahrscheinlich eine Stoffausrüstung bekommen. Als Druide oder Priester kriegt ihr halt eine Heilerausrüstung und quasi für die anderen Klassen auch so weiter. Auf jeden Fall, ich würde jetzt meine Ausrüstung hier erlangen. Das müssen wir nochmal anklicken. Bestätigen. Bekommen jetzt hier Paket mit Hexenmeister-Ausrüstung. So, das klicken wir jetzt mal an. Und, oh, da sehen wir schon, wir kriegen auf jeden Fall einiges in unseren Rucksack geploppt hier. So, das ziehen wir jetzt erstmal alles an. So, komplette Ausrüstung ist natürlich total super. Flügel gibt es da leider nicht zu, aber das ist auch nicht so schlimm. So, jetzt sehen wir schon mal direkt, jetzt haben wir hier schon mal direkt 85.000 Leben und 127.000 magischen Angriff. Das hat uns natürlich erstmal ordentlich nach oben geboostet. So, schon mal sortieren. So, jetzt sind wir Stufe 80. Wunderbar, kann man nicht gegen meckern. Was tut man jetzt so als nächstes quasi? Natürlich könnte man sich jetzt quasi wie hier in eine höhere Zone porten lassen von ihm. Das können wir auch mal eben kurz machen. Wollt ihr, dass ich euch in eine Zone passend zu einem neuen Level bringe? Ja, bitte transportiert mich. Das machen wir jetzt auch mal direkt. Dann müssten wir jetzt eigentlich direkt vor Betomia rauskommen, also die Level 80er Zone quasi halt passend dazu. Ja, und dann sind wir auch schon im Lager Lindon. Und dann sind wir quasi jetzt hier, könnten wir jetzt direkt anfangen mit einer Quest hier. Und könnten uns quasi auf diesem Weg halt auch hochleveln. Daher man hier doppelte, beziehungsweise ich glaube sogar fünffach XP bekommt, geht das auch alles relativ schnell. Aber wie schon gesagt vorhin, da ist jedem selbst überlassen, quasi welchen Weg er einschlägt. Und kann quasi für sich selbst entscheiden, wie er questet, wann er questet, ob er sich mit TQ-Karten hochziehen lässt, das ist jedem, wie gesagt, selbst überlassen. So, alles klar. Jetzt nehmen wir mal an, wir wären jetzt quasi schon auf dem Maxel von 105 angelangt, weil wir schon gequestet haben. Was macht man jetzt? Natürlich will man auch irgendwann seine Rüstung auch mal austauschen, weil Level 80, naja, ist eine alte Ausrüstung. Wenn man Level 105 ist, ist natürlich schon nicht mehr ganz so aktuell. So, dann porten wir uns jetzt einmal nach Atlas. Das ist quasi so die Hauptstadt der meisten Spieler hier. Dort treffen sich die meisten und dort sind auch immer die meisten unterwegs.
Na, wunderbar. So, da sind wir in Atlas und dann sehen wir schon hier ein paar Spieler aus verschiedenen Gilden hier rumstehen. So, dann gehen wir mal auf unseren Hexenbesen hier drauf. Der extrem groß ist irgendwie, aber naja. Gut, also, was mache ich? Wie fange ich an? Wie kann ich vielleicht am besten Diamanten? Wie kann ich Gold regenerieren? Wie kann ich meine Ausrüstung vielleicht verbessern? Und hier gibt es natürlich ein paar Händler, die uns natürlich auch zum Start etwas helfen, wenn man quasi noch auf dem Server ist. Das ist unter anderem einmal der Cedric. Der Cedric ermöglicht uns quasi, dass wir 3 Millionen Gold gegen 10 Diamanten eintauschen. Das könnt ihr täglich 20 Mal machen. Ja, das ist quasi das Limit, 20 Mal pro Tag. Gold kann man sich halt durch Erfahrung durch Items verkaufen. Man kann sich Gold erfahren durch Questen, auch relativ viel. Ne, der macht halt irgendwie eine Menge aus. 10 Diamanten sind halt an sich nicht viel, sind aber halt trotzdem auf die Mengen gesehen halt irgendwann kommen halt auch ein paar Dias bei rum. So, der nächste Händler wäre dann hier vorne, das ist die gute Agnes. Agnes hat wiederum genau das Gegenteil. Dort kann man nämlich 100 Diamanten gegen 20 Millionen Gold eintauschen. Das machen halt Spieler, auch privat ich selber quasi, wenn ich Gold brauche, tausche ich halt 500 Diamanten gegen einfach Gold, gegen Gold quasi einfach um. Spare mir so quasi halt das Goldgefarme. So, dann haben wir noch einen Eventveranstalter, das ist der Ofenstein. Und der Ofenstein gibt uns Möglichkeiten, alte Mentos gegen Diamanten umzutauschen. Kleiner Tipp von mir, mit einer relativ guten Gruppe kann man Grotte des Grauens farmen. Und Grotte des Grauens droppen wir, glaube ich, 450 alte Mementos. Wenn man da mal ein paar Speedruns macht an einem Abend oder vielleicht mal so 2-3 Stunden durchgeht mit einer guten Gruppe, jedem das seine, da kann man hier bestimmt auch auf jeden Fall sich mal locker flockig so, ja, 1000 Diamanten bestimmt verdienen. So. Hier vorne ist noch der Beweis des Mythos-Sammler, den kann man natürlich auch benutzen. Ist jetzt halt nicht so aktuell, weil, wie gesagt, ist halt auch nur 100er Zeug und da gibt es halt auch natürlich noch ein bisschen was Besseres. So, hier vorne haben wir noch die Meister Panze, oder Paints. Die ermöglichen uns quasi Arcana-Münzen gegen alte Mementos auszutauschen. Arcana-Münzen bekommt ihr in den hohen Custom-Innis. Das wären jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier einmal die Karte öffnen, unter Instanz, wären das jetzt zum Beispiel, Göttliches Inferno ist zum Beispiel Custom-Inni, Schlucht der Eisriesen, Reich der vergessenen Legenden oder auch noch Dunkler Kern. Oder dann gibt es halt auch noch sowas wie zum Beispiel Zyklopenfeste Hard Mode, alle der überlebenden Hard Mode und Geheimer Tempel von Tikal. Dort könnte man quasi halt auch noch sich niederlassen mit einer Gruppe oder auch wenn man dann auch vielleicht schon in einer Gilde ist, auch mit der Gilde dort reingehen, sich dort die Münzen zusammen farmen und dann halt auch gegen Mentos tauschen. So, hier vorne haben wir noch die gute alte Hillary. Und das ist eigentlich so mit am Anfang die wichtigste Person eigentlich, würde ich fast sogar sagen, für euch. Die ermöglicht euch quasi nämlich alte Mentos gegen abzeichnende Prüfung einzutauschen. Daher man ja relativ ungern BK spielt und es ja einfach auch total Ewigkeiten dauert, bis man an seine Titel bekommt von den BKs, kann man hier relativ schnell machen. Und zwar könnte ich jetzt quasi sagen, okay, ich will jetzt hier zum Beispiel, ich sage mir, ich wollte 100 abzeichnen zum Beispiel bis Mitternachtsritual, kann man jetzt 2000 Mentos eintauschen und könnte sich dann damit quasi direkt 100 abzeichnende Prüfung besorgen und könnte dann quasi Titel wiederum aufwerten. Das ist ja dann alles in der Obsidianfeste. Das sollte aber den meisten Spielern eigentlich schon bekannt sein, wenn man schon mal BK gespielt hat. So. Dann begeben wir uns einmal vor die Tore von Atlas. Zack. Da haben wir rechts einmal Meister der Schatzjäger stehen. Ist auch wieder ein Eventveranstalter. Dort kann ich mir täglich einmal eine Droprate holen um 100%. Die hält dann für 2 Stunden. Hier vorne haben wir noch einen Meister der Fähigkeiten. Der gibt uns für 2 Stunden den TP-Gewinn um 100%. Dann haben wir hier übrigens vorne, ist ganz witzig eigentlich, der Kalis kann uns direkt zu der Zyklopenfeste porten. Und hier vorne, wenn ich hier oben durchgehe, werde ich direkt zum Tempel von Tiga geportet. So, und hier vorne müsste meines Erachtens noch auch noch einer stehen. Ah, genau. Das ist quasi der Meister der Erfahrungen. Der gibt mir quasi für 2 Stunden meinen EP-Gewinn um 50%. So, dann müssen wir mal ganz kurz hier wieder rüber schweben.
Hier vorne müsste dann noch die Kammer der Elemente sein. Die Kammer der Elemente ist quasi die, also ich würde sagen, also so eine Vorstufe quasi. Da geht man rein, da hat man 3 Zonen. Eine Feuerzone, eine Erdzone und eine Eiszone. Dort sind halt quasi dann in den 3 Bereichen die 3 verschiedenen Indies aufgeteilt. Sprich halt Schlucht der Eisriesen, Göttliches Inferno und Reise vergessene Legenden. Das ist für euch am Anfang halt auch relativ unwichtig, weil ihr quasi noch neu seid. Müsst ihr erstmal gucken, wie ihr vorankommt und wie ihr quasi das alles handhabt und erstmal leveln und auch ein bisschen vorankommen, sich ein bisschen eingliedern ins Spiel, sich ein bisschen schlau machen über alles. Ja. So, dann gibt es noch Masse der Absolution. Das ist quasi eigentlich so eine Art Erlösungsschein, einmal täglich eure EPT-Schulden zurückzusetzen. Jetzt hänge ich natürlich wieder fest hier. Das ist natürlich wieder der Vorführeffekt. Müssen wir einmal abtauchen. Upsala. Wie gut, dass der Nasenbär schwimmen kann. So. Na, natürlich gibt es auch hier auf unserem Server, auf unserem Server natürlich, auf dem Server hier, Entschuldigung, natürlich auch die verschiedenen, ja, ich sage jetzt nicht, sind jetzt mal Erwerbsdinger quasi, also Virusmuscheln, Energie der Berechtigkeiten, Traumalpion, altes Mentos, bla bla bla. Custom ist quasi halt jetzt dann in dem Fall halt die Arcadia-Münzen oder die Atlas-Schriftrollen oder auch Atlas-Münzen und das ist hier noch für die Monsterkarten. Das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt, könnt ihr gerne mal draufklicken und euch das auch nochmal anschauen, falls ihr daran Interesse habt. Mit dem Tutor-System habe ich mich jetzt noch nicht auseinandergesetzt. Das müsste ich mir nochmal anschauen in Ruhe die Tage, hatte ich bis jetzt auch keine Zeit und keine Lust zu. Aber ist ja eigentlich jedem klar, also Ehrenpunkt ist quasi, ne, auch durch BK kann man sich halt dann davon die PvP-Rüstung holen. Oder Mats kann man sich davon kaufen. Abzeichen der Prüfung ist ja auch bekannt für die BK-Titel. Und Abzeichen des Kriegers ist, glaube ich, aus der Arcanium-Kammer, wenn ich mich nicht täusche, kann man Sachen von kaufen. Atlas-Münzen ist, wie gesagt, der PvP-Content wurde hier reworked und dort kann man dann sich mit auch bestimmte Sachen kaufen bei Händlern, die in Atlas stehen. Atlas-Schriftrollen bekommt man bei dem Minispiel. Das findet immer samstags und Sonntag statt. Das ist Verteidigt Atlas, dort bekommt man halt so alte Schriftrollen und dann spawnt irgendwo in der Welt von Taborea ein sogenannter Wanderer und dort kann man quasi diese Atlas-Schriftrollen bei dem Wanderer gegen Pakete tauschen und kann dort tolle Belohnungen erhalten. Akademie-Münzen, wie gesagt, gibt es halt in diesen ganzen Custom-Innis. Spiegelwelt-Tickets, das ist eigentlich auch, müsste eigentlich auch jedem klar sein, damit kann man die Spiegelwelten quasi resetten, wo man dann die Spiegelscherben wiederum bekommt. Beweis des Mythos ist dann wiederum quasi dafür da, von den Weltbossen zu bekommen, ne, jetzt als Beispiel Taren oder Kolander etc. Mementos natürlich wieder in jeder Inni. Die Traumland-Pioniersiegel bekommt man ja durch Verbessern von dem Traumland-Sand aus Traumland logischerweise. Energie der Gerechtigkeiten bekommt man durch die öffentlichen Quests in den verschiedenen Zonen. Und die Virusmuscheln bekommt man ja durch die Minispiele. Und das ist für Neueinsteiger, würde ich sogar sagen, mit eigentlich so das Beste tatsächlich mit den Virusmuscheln. Natürlich müsst ihr quasi natürlich auch am Anfang euch so ein kleines Puffer anlegen, um halt dann die nötigen Reset-Scheine zu kaufen für, ich würde tatsächlich am meisten Goblin-Mine laufen, weil man nämlich dann hier vorne, wenn man jetzt hier auf diesem, auf dieses Boot geht, gibt es hier oben nämlich ein paar Händler. So. Und diese Händler verkaufen ganz tolle Sachen. Und zwar, jetzt in meinem Fall bin ich natürlich jetzt hier mal, ups, ist das jetzt der richtige? Doch, Robenverwanderer. Doch, ist der richtige, genau. Und zwar verkauft dieser Robenhändler, oder beziehungsweise auch Lederkette, je nachdem, was für eine Klasse spielt, ein komplettes Set. Das sehen wir zum Beispiel hier, also wenn ich jetzt alle 8 Teile tragen würde, quasi die Kappe, die Robe, Schultern, Stiefel, Handschuhe, Gürtel, Hose und Umhang, kriege ich bei 2 Stücken schon plus 600 Attribute, bei 3 Stücken kriege ich dann schon 9000 Matt dazu und 5% genommene physische Schadensreduzierung. 4 Stücke bekomme ich schon 10% Zaubergeschwindigkeit plus 600 magischen Schaden und minus 63% Agro. Das ist natürlich auch schon mal klasse. Bei 5 Stücken kommen auch dazu 600 magische kritische Trefferrate. Bei 6 Stücken sind es nochmal plus 550 alle Attribute. Bei 7 Stücken sind es nochmal 4500 magischer Angriff. Und bei vollen 8 Stücken nochmal 3% Zaubergeschwindigkeit und 800 magische Schaden dazu. Natürlich hat auch jedes Item halt auch seinen eigenen Stat quasi, also seinen eigenen Non-Stats quasi mit drauf. Beim Schmuck kann man natürlich auch zuschlagen. Da gibt es tatsächlich schon ein bisschen besseren. Auch, ja, würde ich sagen,
den man sich dann auch besser kaufen könnte aus dem Aktionshaus vielleicht schon. Wie gesagt, wenn man sich halt schon ein paar Tiers dazu verdient hat durch, wie gesagt, Verkäufe von, man kriegt alles halt irgendwie an den Mann hier, ne? Also ob es jetzt, keine Ahnung, Karten sind, die man vielleicht auch schon farmt, die manche Leute nicht haben, einfach ins Aktionshaus stellen. Und wenn es auch nur 50 Dias sind, die Karte, das macht, irgendwann macht die Menge halt aus, ne? Und wie gesagt, es kostet 300 Virusmuscheln und auf diesen Items können Stats drauf sein. Insgesamt quasi pro Klasse immer 4 verschiedene. Also ich könnte quasi, wenn ich jetzt hier eine kaufen würde, könnte ich entweder bekommen 2 verschiedene Int-Int Ausdauer M-ATK-Stats. Ne, habe ich jetzt gerade gelogen? Oh, ich muss überlegen. Int-Int Ausdauer, magischer Angriff oder ist das Int-Int? Oh, jetzt bin ich gerade überfragt tatsächlich. Auf jeden Fall, wie gesagt, durch dieses Ziehen von den Items quasi, das ist natürlich für den Anfang ein super Set. Der kostet quasi 300 Virusmuscheln pro Item quasi. Zum Anfang kann man sich das Set wunderbar auf jeden Fall pimpen. Und die Sets dort drauf sind, es gibt tatsächlich welche, die sind euch ein bisschen was wert. Zum Beispiel ich glaube, das ist der Int-Set von den vergangenen Zeiten, der hier drauf sein kann. Ja, der kann drauf sein. Der müsste im AH noch so gehandelt werden, zwischen 800 bis 1000 Dias. Und wie gesagt, wenn man sich hier mal ein bisschen reinsetzt, quasi einfach ein bisschen farmt, kann man die auf jeden Fall auch ohne Geld reinstecken, auf jeden Fall an Diamanten kommen. So, wichtig ist halt quasi nur zum Anfang, müsst ihr quasi selbst entscheiden, ob ihr gerne selber erstmal questen möchtet, euch hier einfinden möchtet auf dem Chronicles of Arcadia, oder ob ihr quasi direkt sagt, so, nee, ich hätte schon Lust, direkt quasi hochzustarten. Dann könnt ihr euch, wie schon gesagt, bei Johnny Dorker im Verwaltungsbezirk in Varanas hochboosten aus dem 80. Habt dann natürlich noch direkt am Anfang dazu noch ein tolles Skill zum Starten, was euch auf jeden Fall definitiv zum Questen auf jeden Fall erreicht, bis ihr eine gute Stufe erreicht habt. Und ja, danach könnt ihr quasi einfach euch, wie gesagt, eine Gilde suchen, gucken, was möglich quasi ist für euch. Das wird, wie gesagt, jedem Spieler selbst überlassen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen damit zeigen, wie man hier am Anfang so ein bisschen klarkommt auf dem Server hier. Und ja, wie gesagt, wenn ihr nochmal Fragen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und ansonsten war es jetzt erstmal wieder von mir. Ich gucken, ob ich noch irgendwie bald neue Videoideen habe oder desgleichen. Das muss ich dann mal schauen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterstützen damit, ein bisschen helfen. Lasst gerne ein Like da oder ein Abo, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.